Wir sind mit dem Fahrrad von Deutschland durch 20 Länder nach Tadschikistan gefahren und haben euch in 20 Videos auf unserer Weltreise mitgenommen. Aber in diesem Video steht die unglaublichste und herausforderndste Etappe unserer Reise an. Wir befinden uns in Gudara, in einer der wohl abgelegensten Orte der Welt. Damit du nicht extra googeln musst, das ist hier, mitten im Nirgendwo. Bis ins nächste Dorf sind es für uns 4 Fahrtage. Außerhalb der Zivilisation, aber in einer unglaublichen Bergkulisse, teilweise über 4000 Meter Höhe. Kommt mit auf die Tour unseres Lebens. Hans hatte ausgerechnet hier in den letzten Tagen 40 Grad Fieber und ist noch nicht ganz bei Kräften. Aber wir versuchen unser Glück. So, es geht endlich weiter. Bin mir aber nicht sicher, ob das eine gute Entscheidung ist, heute weiterzufahren. Ich fühle mich noch nicht ganz so. Das ist eine 50-50 Entscheidung, aber irgendwann muss es weitergehen. Das ist echt eine harte Nummer. Eigentlich braucht mich Franzi zu 100%. Aber heute brauche ich mich. Ich bin echt gespannt, wo wir heute Nacht und die nächsten Nächte und die nächsten Tage sein werden. Was mit uns jetzt passieren wird. Erster Berg geschafft. 1 Kilometer in 40 Minuten. Abgesehen davon, dass krank gewesen zu sein echt scheiße ist, sehne ich mich nach solchen Herausforderungen. Und das ist nicht nur dummes Geschwätz, das meine ich wirklich ernst. Ich glaube, in Situationen oder zum Beispiel heute oder die nächsten Tage, wo man nicht weiß, wie man das schaffen soll, da entwickelt man sich weiter. Wir wissen, dass eine schlechte Entscheidung in dieser Gegend echt gefährlich werden kann, denn hier kann uns keiner mehr helfen. Deswegen wollten wir heute unterwegs beschließen, ob wir weiterfahren oder doch lieber umkehren. Das erste Stück war schon richtig herausfordernd, aber jetzt geht es besser und es sind immer wieder so schöne Oasen. Ganz ehrlich, ich könnte manchmal ein bisschen abkotzen, wenn der Hansel anfängt davon zu sprechen, ja, endlich eine Herausforderung, daran kann man wachsen und so weiter. Weil ich mir denke, so ja, für mich ist jeder Tag eine Herausforderung und wenn es für ihn mal herausfordernd ist, dann ist es bei mir natürlich schon weit über der Grenze. Ja, er meinte gerade so, hey Franzi, lass uns einfach mal positiv bleiben, lass einfach nichts mehr Schlechtes sagen, nichts mehr Schlechtes denken und ja. Das probieren wir jetzt mal aus und seitdem geht es mal viel besser und wir schaffen das schon irgendwie. Mal schauen, wie lange ich so motiviert bleibe. Was ein schöner Ort für eine Mittagspause nach 7 Kilometern. Wir sind aber auch spät gestartet. Ja, wir sind voll spät gestartet. 30 wäre heute das optimale Ziel, weil dann, nee, das verraten wir nicht, das seht ihr morgen, das ist absolut krank. Mal gucken, was da morgen auf uns wartet. Ach, guck mal, diese weißen Gletscher da überall. Boah. Ich sage euch, das gibt so viel Energie. Wir schaffen das. Ich glaube, die Stelle hier ist ab und zu mal richtig überflutet. Zum Glück heute nicht, aber es reicht schon. Kann man das noch als Fahrradfahren bezeichnen? Ich frage mich ehrlich gesagt, ob wir hier ein River Crossing übersehen haben oder so. Also hätten wir da auf die andere Seite müssen? Keine Ahnung. Haben wir da ein River Crossing übersehen? Wirklich, weil... Hä? Das Batang Valley ist gefürchtet für seine vielen und großen Flussüberquerungen. Aber wir haben Glück. Der Wasserpegel ist aktuell sehr niedrig. Hey, was ist denn das? Das sieht aus wie eine riesige Schlammlawine, die von da oben runterkam, oder? Aber so viel bis zum Fluss? Das ist so seltsam, weil hier wachsen ja überall noch die Büsche, ne, die kleinen, aber da wächst gar nichts mehr. Das heißt, es ist echt irgendwo eine riesen Lawine abgegangen.
Ja, auf jeden Fall ist da unser Weg nicht mehr befahrbar. Alter Schwede! Guckt euch das mal an, was da runtergekommen sein muss. Das Wasser ist zwar sehr wahrscheinlich trinkbar, aber wir benutzen trotzdem einen Wasserfilter. Hier gehen wir lieber auf Nummer sicher. Boah, ist das voll tief! Das sieht mir hier irgendwie aus wie Sanddorn. Also ich probiere es natürlich jetzt nicht. Kein Bock hier zu sterben im Nichts. Hätte jetzt irgendwie Internetempfang, könnt es irgendwie googeln oder sowas. Das schaut echt so aus. Oder liege jetzt völlig falsch. Ich kenne nur das Bild von der Versaftpackung. Ich auch. Einer der schönsten Orte, ja, ist nicht weniger der schönste Ort, wo ich jemals war, weil er sich auch so anfühlt irgendwie, dass man sich ihn erkämpft hat, weißt du. Voll. Klar bin ich mal irgendwo hingeflogen, keine Ahnung, Kambodscha war super schön und sowas, aber hier hinzukommen, wo fast niemand hinkommt, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach so cool an. Wir kommen halt echt nicht voran, ne? Also wir bleiben alle, keine Ahnung, 500 Meter stehen. Und müssen es erstmal auf uns wirken lassen. Die Kinnlade ist andauernd da unten. Nur am Staunen. Das geht nicht gut! Nein! Wow! Alter! Also, wir sind da am Shepherds Haus, also am Haus vom Schäfer. Hat uns jemand gesagt gehabt, dass hier so eine Mauer steht noch von dem alten Schäferhaus und da oben ist auch so ein kleiner Windschutz für gestrandete Exoten wie uns. Und ja, aber ich glaube, wir zelten irgendwo auf der Wiese hier. Das wäre nur, wenn richtig Sturm ist, was hier echt oft ist. So, jetzt gibt's noch ein leckeres Süppchen. Unser Benzinkocher spinnt, der geht immer aus. Also wir haben schon geahnt, dass er irgendwann mal auf der Reise nicht mehr gehen wird und das ist echt schwer, den zu reparieren. Aber jetzt ist echt der ungünstige Zeitpunkt. Weil hier gibt es ja keine Lebensmittelläden, wir müssen kochen die nächsten Tage. Wir haben nur noch Zeit, dass man kochen muss. Also sobald du pumpst, geht er aus, oder wie? Nee, er geht manchmal einfach aus und dann schüttle ich ein bisschen und dann geht's wieder an. Scheint irgendwo eine Verstopfung zu sein. Ach, verdammt. Wirklich ungünstiger geht's nicht. Mist, ey. Da muss ich mich morgen ransetzen. Wir haben auch kein Internet. Also ich habe schon irgendwie Bedienungsanleitungen dabei, aber ob ich es damit schaffe? Oh Mann. Wir können mit Holz kochen, aber Oh, stimmt. ab morgen sind wir auf 4000. Da ist nichts mehr mit Baum. Nein, ich glaube, es ist aus. Das geht nicht mehr, ne? Hat's gekocht aber? Ja, es hat schon gekocht. Da unten ist unser Zelt. Und hier ist ja dieser Windschutzbunker, nenne ich es mal. Ein kleiner Shelter. Ist echt cool.
Hätte man es eher gewusst, hätte man, glaube ich, vielleicht sogar das Zelt hier aufgeschlagen. Kleine Feuerstelle, Holzdach und ja, ist richtig cool. Vor allem merkt man ja gar kein Lüftchen. Ja, man hört's, aber man spürt's nicht. Ja, unten ist auch schön. Ja. War halt echt ein erfolgreicher und schöner Tag, ne? Hätte ich mir nicht erwartet, tatsächlich. Ich war super unmotiviert die ersten 3 Kilometer, weil wir so lange dafür gebraucht haben und so steinig war. Die ersten 3 Kilometer waren echt verflucht hart und mir ging es auch da noch nicht gut. Hat sich heute im Tagesverlauf gebessert. Meiste macht einfach wirklich das aus, was im Kopf vor sich geht, ne? Ich merke das so sehr bei mir, ne? Ich bin nicht so richtig, ach, kein Bock und wie soll ich das schaffen und ich kann sowas nicht. Es ist für mich ganz oft, dass ich so Gedanken habe und der Hans versucht mich dann irgendwie immer umzustimmen und manchmal gelingt es ihm. Und wenn es gelingt, dann ist es wirklich egal, wie anstrengend der Tag ist. Ich lache den ganzen Tag, ich habe Freude, es macht mir Spaß. Und wenn ich halt mit der Einstellung rangehe, dass alles scheiße ist, dann geht gar nichts. Wie es dir geht, hängt 90% von deinem Kopf ab. Das ist einfach echt eine Waffe, aber der Spieß kann sich ja umdrehen. Voll. Guten Morgen. Es ist arschkalt, aber unglaublich schön. Da hinten, wie die Gletscher beleuchtet werden. Ja, heute ist Tag X. Heute wird es echt anstrengend, weil wir ein großes Stück im Berg hochschieben müssen. Ungefähr 5 Kilometer in die Richtung. Beginnt dann der Stich. Da haben wir echt ein bisschen Schiss davor. Aber ja, erstmal ein Bild davon machen und dann mal gucken. So, Frühstück. Die letzten Brotreserven. Das ist steinhartes Brot. Ich weiß nicht warum, es ist doch erst gestern gebacken worden. Keine Ahnung, es ist ja um den Gefrierpunkt gerade. Und ja, Nutella und Ja, die ist lecker. Darauf freue ich mich. richtig geile Marmelade als Abschiedsgeschenk vom Amros. Ja. Es geht los. Auf die Plätze, fertig, schieben. Und das immer mit 2 Rädern. Ach du Scheiße. Alles gut? Ich lebe noch. Lebst noch? Ja. Boah. Echt crazy. Also da bin ich gerade im Stehen hochgeprügelt. So. Aber keine Ahnung, ob es eine gute Idee war. Und da Kehre geht es jetzt weiter. Und dann. Ist da auch da? Ne, da geht's, aber da oben wird's richtig krank nochmal. Dann müssen wir schieben. Franzi gerade, guck da! Da! Ein roter Vogel. Ich dachte schon, ihr seht einen Schneeleopard. Und davon gibt es ja noch einige. Also, das ist einer der letzten Reservoirs, wo es sie noch gibt. Und in dem Dorf, wo wir waren, haben sie uns erklärt, dass sie ab und zu mal einen sehen. Vor allem, wenn die alt werden, die Tiere, gehen sie eher runter ins Dorf. Und ja, solch ein Esel ist eine leichte Beute. Deswegen haben die so viele Hunde da, weil die Hunde attackieren dann die Schneeleoparden. Jawohl, zurück. Ja! Jawohl. Oh, Achtung. Und Pause. Was? Merkst du, was ich schiebe? Ja. So, mir wurde es die ganze Zeit schwindelig, wenn ich ein kurzes Stück gefahren bin.
und ich habe extremen Hunger. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen Pause machen. Und dann werden wir das letzte Stück auch noch schaffen, oder Hans? So, ein paar Nüsse, ein bisschen jetzt Energie und dann geht's weiter. Hans muss es echt lieben, sich zu quälen, wenn er hier hochfährt. Alter Schwede. Boah. Auf 3700 fährt sie nicht mehr so leicht. Hansi! Wir haben es geschafft! Jetzt geht es nur noch leicht bergauf, ganz leicht. Boah, war das ein krankes Ding. Yes! Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl. So, dann zeige ich euch noch mal ganz kurz die Straße, wo wir hoch sind. Krasses Ding. Wir wollten wirklich um jeden Preis das aus eigener Kraft schaffen. Und ja, ich war mir nicht sicher, ob Franzi es schafft. Und jetzt mit meinem Gesundheitszustand, der es zum Glück jetzt nochmal verbessert hat, jetzt hier oben zu stehen, ich könnte heulen. Das ist wirklich die Krone vom Pamir Highway, die wir uns vorgenommen haben. Oh, komm her. Komm her, Alter. Oh. Ich kann es noch nicht ganz glauben. Oh, wir haben es echt geschafft. 3800 Meter Höhe sind wir jetzt. So hoch war ich noch nicht mal zu Fuß, Alter. Oh. Jawohl, hey. Seitdem wir unterwegs sind hier in diesem Batang Valley und uns einige gesagt haben, wie krass dieser Aufstieg hier ist, war ich irgendwie immer mit den Gedanken hier und bin teilweise verzweifelt, wenn schon kleine Abschnitte mich irgendwie kaputt gemacht haben. Wow, richtig schön, richtig motivierend jetzt hier oben zu stehen und das wirklich geschafft zu haben. Und jetzt fühlt sich so richtig frei an, weil diese Last wegfällt, dass das noch irgendwann kommt. Du hast ziemlich einen leeren Gesichtsausdruck. Ich bin so kaputt. Ich bin aber auch richtig durch. Ich kann nicht mehr. Aber es geht ja so flach weiter. Bis zum nächsten Bächlein und dann Pause! was mampfen. Juhu! Sehr schön, da unten ist ein Fluss, das heißt, wir können kochen, oder haben zumindest genug Wasser für uns. Darunter geht's jetzt. Selten diese Abfahrten hier. Wahnsinnig schön. Wow. Was ist denn hier los? Ja. Was ist denn hier los? Jeder noch so kleine Bach wird für uns immer wichtiger, je höher wir kommen. Trinkwasser ist das Wertvollste, was wir besitzen. Und so viele Möglichkeiten zum Auffüllen gibt es nicht mehr. Alter, was ist denn das für ein gerader Zeltplatz? Ja, ich habe gedacht, die machen wir Mittagspause. Ja. Ist zwar nicht ganz so windgeschützt, ne? Schau mal, da ist vielleicht dahinter. Ah ja, okay. Ja, bleib mal hier. Windgeschützter Mittagsplatz. Gute Nacht. Also ich sag's euch so wie es ist. Wir sind so froh, diese Schotterstraße zu haben. Es fühlt sich endlich auch mal an wie eine Schotterstraße und nicht wie eine brutale Steinpiste. Oh, kommt mal hier schnell voran. Wir fliegen. Wow, jetzt sind wir hier auf diesem großen Hochplateau. Wir waren die letzten 10 Tage oder sowas hier eingekesselt von Bergen.
Aber jetzt diese Weitsicht zu haben. Boah. Und da vorne sind die ersten 6000er. Was ist das denn für ein Belag? Ja, so wie Asphalt. Das Gefühl haben wir seit Wochen nicht mehr. Es macht so unglaublich Spaß hier. Oh, einer der schönsten Wege überhaupt. Wahnsinn! Wir suchen jetzt noch einen Schlafplatz. Sehr windig, wie man hört oder sieht. Oh ja, der Rückenwind war aber richtig geil. Und wirklich, wir müssen uns die ganze Zeit fast kneifen, Ja, dass wir das realisieren können. Das ist ja Wahnsinn. Das ist so schön. Die können heulen. Es war gerade ein ganz schöner Kampf, Zelt aufzubauen. Es ist echt ganz schöner Sturm hier oder Windböen. Wir hoffen mal, dass es jetzt mal bald nachlässt. In der Nacht wenigstens der Wind. Aber ja, wir haben jetzt auch das Zelt mit der Schnur hier fixiert. Überall Heringe reingedonnert und Steine draufgelegt. Muss halten. Hoffentlich. Und wieder mal keine Ahnung, ob das was bringt. Eine Steinmauerung gezimmert. Aber Franzi, wie ist es im Zelt? Mega! Echt? Ja! Ich bin echt stolz auf mich. Zelt scheint zu halten. Meist wird der Wind weniger am Abend. Ja. Aber was für ein Tag, gell? Was für ein Tag. Anstrengend, wunderschön und hungrig. Oh ja, ich bin so hungrig. Aber es gibt nur Haferflocken. Ja, zu kochen ist es windig. Und man müsste erst den Kocher noch reparieren, bevor man Stimmt, das gibt es ja auch noch. Oh je. Ups. Ja. Und Haferflocken würden draußen wegfliegen. Ja. Deswegen gibt es im Zelt jetzt. Ist halt kein All-Inclusive Türkei-Urlaub. Nö. Aber der View, die Aussicht, ist ein 5-Sterne-View. Guten Morgen. Wir haben 11 Stunden geschlafen. Das ist krass, also wir haben richtig geschlafen in Stein. Weiß nicht, ob es an der Höhe liegt. Ja, vielleicht. War auch ein anstrengender Tag, aber... Ja. Das Zelt wird gerade richtig schön beleuchtet gerade. Die Sonne kommt schon raus und ich dachte eigentlich, es wird kälter. Es war ziemlich kuschelig. Es geht wieder weiter. Wir haben gerade eine Feststellung gehabt. Wir sind jetzt seit ungefähr 2 Wochen offline und hatten keinen Internetempfang. Gar nichts. Und wir merken halt, wie wir richtig runterfahren. Ne? Also wir machen das gern. Instagram, Facebook, YouTube-Videos und sowas. Aber was haben wir jetzt gerade mal gebraucht? 2 Wochen nichts davon zu hören. Ich merke wirklich, wie ich so meinen Seelenfrieden wieder gefunden habe. Und dass ich jetzt auch, wenn ich wieder anfange, versuchen muss, irgendwie eine bessere Mitte zu finden. Aber mich dürstet es jetzt gerade wieder, einen schönen Beitrag zu machen, schöne Videos zu machen und sowas. Auch mal wieder was googeln zu können, was einen interessiert. Das muss man schon sagen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal beide so glücklich waren wie jetzt gerade, wenn wir das sehen. Fassungslos. Keine Ahnung.
Wir lassen jetzt hier die 6000er rechts liegen und fahren da diesen kleinen Bächlein weiter. Und wir haben endlich wieder Wasser. Ja. Wo geht's denn hin? Zum Karakulsee auf 4000 Meter. Ich denke mal, den erreichen wir morgen. Und das ist auch das Ende vom Barthang. Wie cool! Ich habe hier gerade ein Murmeltier rumlaufen sehen. Die sehen ein bisschen anders aus wie bei uns. Die sind so gelb-orange und der Schwanz ist total schwarz. Aber es war sicher ein Murmeltier. Richtig cool. Hoffentlich sehen wir noch welche. Ich finde es immer gar nicht so einfach zu koordinieren mit dem Wasser, dass man da auskommt, weil manchmal sind wirklich 50 Kilometer keine Bäche mehr und 50 Kilometer heißt hier manchmal 1-2 Tage. Ja, muss man ein bisschen gucken, ne? So, ich würde sagen, das viele Buden bauen, der Kindheit zahlt sich aus. Uns geht gerade voll die Energie aus und wir haben Kohldampf, weil wir haben jetzt nur die letzten Tage Haferflocken und ein bisschen Brot gegessen. Und jetzt müssen wir gucken, ob der Kocher geht, ne? Aber wenn der nicht geht, also wir haben halt Nudeln und Zwiebeln, das wird schon vollkommen reichen. Findest du was? Ich habe halt keine Ahnung, wie man das Ganze jetzt aufschraubt und wieder zusammenschraubt. So weit, so gut. Es ist wenigstens ein Feuer da. Bitte geh. Und keine Ahnung, warum der Kocher wieder funktioniert. Aber Hauptsache, wir können kochen. Es ist schon spannend zu sehen, wie sich Prioritäten ändern, wenn man wirklich darauf angewiesen ist. Okay, Stand jetzt funktioniert er. Ja, muss nur noch 12 Minuten durchhalten. Ist echt arschkalt hier. Ja, wir haben jetzt extra hier Sonnenschutz gemacht, aber wir frieren jetzt ganz schön durch den Wind. Sobald Sonne weg ist es ja, kalt. Ist brutal kalt. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Nudeln gerade reingemacht und auf der Packung steht, dass sie 12 Minuten oder sowas brauchen. Aber ich merke richtig, dass das Wasser einfach nicht so heiß wird, wie es normalerweise werden sollte, weil wir so hoch sind. Deswegen werden wir es ein bisschen länger drin lassen. Ja, ich denke mal, die brauchen 15 bis 18 Minuten zum Kochen. Achtung, es schwemmt da über. Ja, die Nudeln sehen nicht so appetitlich aus. Eine übelste Suppe. Warum eigentlich? Wir sind ja auf knapp 4000 Meter, da wird das Nudelwasser nicht mehr richtig warm. Nee, dann wird es eine richtig ekelhafte Brühe. Ich glaube, dass die Nudeln auch richtig kacke sind von der Qualität. Also es fällt in die Kategorie genießbar. Das ist schon mal gut. Wenn die Räder hier so stehen, ich weiß nicht, ich gucke sie mir so gerne an. Ich finde es nach einem halben Jahr immer noch voll schön, das Bambus irgendwie. Und ich meine, mittlerweile sind wir ja schon über einen Monat auf Schotter unterwegs und auf extremer Steinpiste. Und mittlerweile kann man eigentlich sagen, dass Bambus ein geeignetes Rahmenmaterial ist, weil es gibt, glaube ich, keine krassere Testfahrt, als wie wir es machen. Das tief! Warum ist denn das so tief? Nasse Füße Nummer 20. Oh nee. Da sind wieder Murmeltiere. Richtig schöne große. Oder sind das Murmeltiere? Die haben so einen großen Schwanz, so einen buschigen, ne? Aber ob die sich von nahen filmen lassen? Aber ich würde es euch gern zeigen. Ich versuch's mal. Die Murmeltiere sind extrem scheu und sobald sie uns von weitem sehen, schreien sie und alle sind weg. Aber da hat mich einer wohl nicht kommen sehen. Ich stelle die Kamera hier vor ihren Erdlöchern auf und warte 20 Minuten. Da hinten sind wir und siehe da traut sich einer aus seiner Höhle raus. Der Hans ist irgendwo 5 Kilometer hinter mir, weil er unbedingt die Murmeltiere einfangen will mit der Kamera.
mit der GoPro. Das ist eben nicht so einfach. Okay, also eigentlich wollten wir jetzt über diese sehr sichere Brücke fahren. Alter, was für ein... Was ist das? Die ganzen Nägel, die rausschauen und sowas. Aber wir fahren einen kleinen Umweg, weil wir 2 Häuser in der Ferne sehen. Wir haben gehört, dass hier irgendwo eine Hirtenfamilie wohnen soll. Und Menschen, die so unglaublich abgelegen leben, faszinieren uns sehr. Wir wollen sie unbedingt besuchen. So, mal gucken, wo wir jetzt sind. Hier ist ein Häuschen aus einem anderen Rauch und da ist das Jurtenhäuschen. Salam alaikum. Salam alaikum. Da? Da? Speech? Spasiba. Boah, ist das urig hier. Verrückt. Mit seiner schönen Mütze, was? Ja. Voll cool. Franzi, wir sind auf 4000 Meter und schlafen heute Nacht in der Jurte. Das ist echt geil. Das ist so geil. Hier kommt noch die Mama vielleicht, das ist die alte Frau vom Wäschewaschen. Haben wir gerade gesehen. Ja. Ich würde sie gerne alle kennenlernen hier. Ich glaube, dass das von dem Marco Polo Schaf ist. Wir haben gehört, dass man die hier sieht. Aber extrem selten sind die Tiere. Ja. Was für ein Horn, hey. Wahnsinn. Krass. Ich habe mir die viel kleiner vorgestellt, ehrlich gesagt. Die können ja hier nicht mit Feuerholz feuern, weil es ja keine Bäume gibt. Deswegen hier die ganzen Fladen aufgereiht zum Verbrennen. Ja. Und so riecht es auch, was da rauskommt aus dem Schornstein. So, dann zeigen wir euch doch mal, wie es innen ausschaut. Für das Gerüst der Jurte werden biegsame Holzstangen verwendet. Die Wände und das Dach werden traditionell aus Stoffen wie Leinen, Filz oder Tierhäuten gefertigt. Die Häute von Schafen und Ziegen sind wegen ihrer Isoliereigenschaften am besten geeignet. Wie cool ist das denn bitte? Mega. Hier wird noch irgendwas gewebt, gell? Teppich, oder? Nein, ich weiß es nicht. Ja, hier. Wow. Das ist urig. Ja, das ist richtig Ach, bin ich krass froh, hier zu sein. mega. Boah. Überall dieses Schafsfell oben drauf, ne? Ja, und über die Löcher. Ist auch geil. Gott, dass das hält. Wir waren ja schon in Kirgisistan in so einem Jurtcamp und da waren die Jurten richtig schön gemacht, würde ich mal sagen. Aber das hier ist einfach so geil, so authentisch, Original halt. richtig original und irgendwie oben ist offen, finde ich auch mega. Und überall Löcher drin, aber es ist schön warm hier, gell? Das passt wunderbar. Besser geht's gerade nicht. Ich bin gerade so dankbar und kann es irgendwie gar nicht ganz glauben, dass ich hier mit dem Fahrrad hergefahren bin nach Tadschikistan und jetzt auf 4000 Meter in der Jurte schlafen werde, die einfach nur so schön ist und so authentisch und wow. So, es gibt Essen. Also hier hätte ich Nudeln nicht erwartet. Aber die sehen irgendwie so Vollkornig aus. selbst gemacht, will ich nicht sagen, aber selbst gedreht, keine Ahnung. Und halt Joghurt. Wir denken mal, das ist Butter fürs Brot. Und ja, Tee, wie immer. Richtig cool. Also die kriegen es irgendwie besser hin, als wir Nudeln zu kochen in der Höhe. Die sind so lecker. Mit so Brühe, glaube ich, mit so Brühe und scharf sind sie auch. Ein Gedicht. Also beim Joghurt tun wir uns echt schwer. Der ist extrem pitzelig. Ich glaube, das ist kein Problem. Was heißt denn pitzelig? Naja, mit Kohlensäure, oder? Ja, ja. Ja, wir sind uns ja immer nicht so sicher, ob das schon gesund ist oder. Ja. Ich glaube. Ist halt fermentiert, ne? Ja, ich glaube, dass es nur wegen dem Fermentieren so ist. Aber es hat ungelogene Kohlensäure wie Cola. Es ist echt krass. Naja, wir haben ja noch Butter, ich denke mal Jagdbutter und Brot. Das schaut aus. Mit der Teekanne. Ja, die ist schön warm. Die wärmt mich gerade. Es ist echt ziemlich kalt.
Ja, also im Winter wird es ja auch minus 50, minus 60 Grad, hat man uns gesagt. Brutal. Ist ja kaum vorstellbar, also einer der kältesten Orte hier. Fühlt euch im Frost ein bisschen großzügig. Ja. Na gut, wir legen uns jetzt schlafen, sind echt müde. War ein geiler Tag wieder. Bisschen gespannt, was uns morgen erwartet. Da auf dem Berg oben hat er uns gerade gezeigt mit dem Fernglas, da haben wir einen Marco Polo Sheep gesehen. Das ist wohl sehr, also Schafe. Aber die sind halt extrem selten und der war auch so ein bisschen außer Häuschen. Ja, der ist reingekommen und so, kommt schnell und so. Aber richtig Glück gehabt, dass wir die gesehen haben. Ja. Richtig cool. Ich dachte schon Schneeleopard. Das wäre cool gewesen. Das wäre auch krass gewesen. Ja, es ist kalt. Wir warten auf den Tee. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir einfach ein bisschen verweichlicht. Keine Ahnung, es war also einige Minusgrade hier. Es ist so kalt. Was die von uns denken werden, es wird so auffinden. Das ist wohl die Toilette hier. Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr vorgestellt, um ehrlich zu sein. Sehr simpel. Heute Abend hat sich auf jeden Fall wieder Frost angesammelt auf unseren Rädern. War wieder ganz schön kalt. Auch da drin, wie man hört, ist Eis. Hat sich aber echt auch so angefühlt. Also wir haben sogar in der Jurte richtig gefroren. Oder gefroren. Es ging schon, aber es war echt kalt. Ich war dann froh um die zweite Decke, die wir drüber machen konnten, die sie uns gestern doch gebracht haben. Was für ein tolles Erlebnis hier gewesen zu sein. Sicherlich eines der Highlights unserer Reise. Jetzt geht es aber erstmal wieder auf Murmeltierjagd. Wir wollen unbedingt eins richtig nah auf Kamera haben. Diesmal stellen wir sogar 2 GoPros auf. Und das ist das Ergebnis. Wir sind gerade auf der Murmeltierpirsch. Ist das hier eine Marslandschaft? Unglaublich. Es ist so viel angenehmer, hier auf der Steinpiste oder Sandpiste zu fahren, als auf dieser Buckelpiste von Straße. Und es fährt sich irgendwie ganz cool. Man muss nur diesen Büschen ausweichen. Juhu. Hier haben wir auf jeden Fall kristallklares Wasser. Und hier überall im Wasser schimmern immer so viele unterschiedliche Steinfarben. Grün, Rot, Blau und sowas. Tadschikistan ist ja auch voll das Mineralienland. Und ja, wir haben schon so viele Kristalle gesehen. Auf jeden Fall, da ist der See, sieht man schon. Nein, ich dachte, das ist eine Fata Morgana. Okay, ich wette, es ist der See. Ich wette, das ist eine Fata Morgana. Was wettest du? Ich wette 5 Euro. 5 Euro? Ja. Okay. Keine Ahnung, ob wir hier noch richtig sind. Wir wissen eigentlich nur, dass es grob in die Richtung geht, Richtung Berg oder halt See. Aber ja, die Straße wird immer unstraßiger hier, wird immer kleiner, wird gerade ein bisschen matschiger. Hoffentlich geht die weiter. Was suchst denn du? Die Brille! Oh. Wie man sieht, die Nerven liegen blank. Denn wir sehen, der See kommt immer näher. Und das heißt, Franzi ist um 5 Euro leichter. Nein, jetzt mal ernsthaft. Dieser Weg stellt nochmal alles in den Schatten an schlechten Straßen, was wir bisher hier hatten.
Also die Straße war jetzt hier schon holprig genug, aber wir müssen jetzt rechts abbiegen auf die fast unsichtbare Straße. Ach du Scheiße. Das wird ja lustig. Oh Gott, wo führst du uns hin, Franzi? Teilweise kann man die Spuren gerade so erahnen, wo es weitergeht. Oh nein! Jetzt kommt Matsch, Franzi! Jetzt kommt übel der Matsch! Boah! Boah, ich bin im Vollgas! Boah! Scheiße! Boah! Boah! Boah, die Räder sind gefüllt mit Schlamm und diesem weißen Zeug da. Keine Ahnung, was ist, vielleicht irgendwie Kalk oder Salz. Eher Kalk, würde ich sagen. Boah, was war das für ein Schlammfeld? So, wir finden jetzt hier die Straße nicht mehr richtig. Da drüben geht's weiter, aber durch den See wollen wir nicht. Da sind auch ein paar Spuren, aber da drüben dann keine mehr. Schauen wir mal, ob wir uns irgendwie durchkämpfen können. Du musst Vollgas geben, Vollgas! Also, alles gut? Also es ist ja nur ein rumgedriftet. Das sah aus. So unglaublich schön hier. Wow. Wow. Aber wir suchen jetzt halt einen Schlafplatz. Ist ganz schön windig. Gegenwind. Ja, wir wollen unbedingt was kochen. Irgendeinen größeren Stein, das Windschutz zu haben, wäre schon prima. Aber gibt's ja nicht so richtig. Das scheint danach nach einem guten Schlafplatz hier. Also, gut. Es ist windig und es ist schief, aber wir haben einen Stein zum Sitzen. Oh. Der ist viel wert. Ja. Wow. Ich komme aus dem Stau nicht mehr raus. Alles gut. Ich bin fertig. Es ist schön, aber ich bin fertig. Ja. Ich gehe jetzt noch Wasser holen im See, damit wir Nudeln kochen können. Mal schnell zum See, das Ding ist 1 Kilometer weg. Mist, hier sind voll viele Algen am Ufer. Weiß nicht, ob man sehen kann, aber das kann ich nicht fürs Nudelwasser hernehmen. Mist, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie mache ich jetzt einen Wassersack voll? Was wir hier noch nicht wussten, der See hat keinen Abfluss und enthält durch seinen zu hohen Salzgehalt Brackwasser. Okay, 2-3 Meter drin waren weniger Algen, aber trotzdem einige drin. Müssen wir noch filtern, das Wasser. Aber hey, wir können essen. Wir haben jetzt keine Lust, das mit dem richtigen Filter zu machen, weil es so lange dauert. Deswegen machen wir es jetzt mal so, dass wenigstens die Algen rausgehen. Hoffentlich hilft's. Und dann wird es ja eh gekocht. Das Wasser schmeckt ein bisschen komisch, ne? Ja. Hoffentlich haben wir jetzt keinen Scheiß gemacht. Oder ich, dass ich unten das Wasser rausgeholt habe. Aber ich weiß nicht, wenn Wasser gekocht hat, dann müsste eigentlich essbar oder trinkbar sein, oder? Egal was. Ja, außer es verschmutzt, aber es war jetzt schon sehr klar, oder? Ja. Ja, müsste schon passen. Brackwasser ist oder kann gesundheitsschädlich sein. Aufgrund des Geschmacks haben wir zum Glück auf unser Bauchgefühl gehört und das meiste weggeschmissen. Wow.
Es wird zapfig. Ja. Wir huschen ins Nest. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir pennen hier jede Nacht 10 bis 11 Stunden. Ja. Das ist so krass, wie lange wir aber gut schlafen. Ja. Ich weiß nicht, das Ding liegt an der Höhe, dass es uns so schlaucht. Okay. Also ich gehe auf diesen Boller da hoch, auf diesen kleinen Hügel. Der ist ungefähr 4,4, habe ich gerade geschaut. Aber weiter nicht. Habe kein Wasser dabei und wir haben halt echt so wenig unten. Das kann ich uns beiden nicht antun. Waren noch ganz coole Aufnahmen dabei. Jetzt muss ich bloß da Franzi finden, ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Und bei dem Geröllfeld sieht irgendwie alles gleich aus. Mist. Franzi! Ach Mist. Oh je. Ich bin gerade dahinter gefahren, weil da ein Bach eingezeichnet war. In der Karte war aber kein Bach. Jetzt habe ich da mit dem Filter auf dem See Wasser rausgeholt. Das kann man nicht trinken. Schmeckt bitter. Extrem. Bäh. Echt richtig Noch nicht ekelhaft. so was geschmeckt. Wir haben ja gestern eine Suppe draus gemacht und wir mussten die Hälfte wegkippen, weil es irgendwie einen ganz komischen Nachgeschmack hat. Aha. Aber wir haben keine Bauchschmerzen bekommen und sowas. Ich glaube halt mal, was abgekocht war. Aber ja, jetzt sind wir hier. Wir brauchen noch ungefähr 1-2 Stunden bis zur asphaltierten Straße, wo es wieder Wasser gäbe. Und wir haben noch so viel Wasser zu zweit. Das ist echt eine Katastrophe. Laut den Informationen unserer Navigationskarten sollte eben da vorne in der Senke ein Bach gewesen sein, der uns echt das Leben einfacher gemacht hätte. Ja, war jetzt keiner. Einen Schluck haben wir noch. Einen kleinen Schluck. Jetzt müssen wir irgendwie noch den Berg da hoch. Und dann. Ich freue mich auf Wasser. Boah, krass. Wow. Das sind diese mega seltenen Marco Polo Schafe schon wieder. Boah, wie die hier gerade rüber gerast sind, ne? Die rennen immer noch im Berg, hey. Das letzte Wasser. Nicht mehr so viel. Da vorne ist der Pamir Highway. Den haben wir echt lange nicht mehr gesehen. Ja. Ich werde gerade ein bisschen emotional. Nach 2 Wochen irgendwie hier durchzukommen. Und davon ist Zivilisation. Ah, ist das aufregend. Die letzten Meter auf Waschbrett. Davon ist Teer. Oh. Oh mein Gott. Teer. Teer. Über 1 Monat Schotter- und Steinpiste und jetzt so glatt. Geschafft! Jawohl. Jawohl. Jetzt brauchen wir nur noch Wasser. Ja. Man muss nichts machen. Hier der Beweis. Es rollt einfach. Boah. Ist das seltsam, Franzi. Ich habe es mir echt nicht so krass vorgestellt. Das ist ja
Unglaublich. Es rollt einfach. Und die Taschen schütteln dich hin und her. Das stimmt. Es ist so ruhig. Boah, Mist, ey. Hier war zum Beispiel ein größerer Fluss eingezeichnet. Ich dachte nicht, dass der auch trocken ist. Geht gar nichts. Das war ein großer Fluss, ne, in der Karte. Krass. Da müssen wir noch irgendwie... Na, Karakol, komm jetzt schnell. Ist extrem trocken, die Kehle schon. Oder ja, kommt bald ein Auto. Also sobald ein Auto kommt, halte ich es an. Ja. Das ist ein bisschen Wasser. Okay, Auto kam keins mehr. Aber wir gehen echt auf dem Zahnfleisch. Ja, ich kann echt nicht mehr. Da vorne ist der Ort. Halleluja. Bin ich froh, Häuser und Menschen zu sehen. Der erste Brunnen war leider verunreinigt, aber die Kinder schickten uns zu diesem Brunnen hinter einer Schule. Okay, das schaut schon wesentlich besser aus, das ist klar. Eine 7 von 10 kann man trinken. Jetzt haben sie wegen uns gerade im Shop angerufen und den aufgemacht. Oh, jetzt wird geshoppt. Wir haben nämlich gar nichts mehr an Lebensmitteln. Oh Mann, ich dachte, da gibt es wenigstens mal irgendwie einen Apfel oder Nudeln oder irgendwie was. Wo sollen die hier einen Apfel herkriegen? Keine Ahnung. Wir haben jetzt hier eine ganze Packung Kekse, Chips, Zwiebel, Knoblauch, eine Cola, weil wir unbedingt eine Flasche brauchen, weil die jetzt schon so mega alt sind, unsere Flaschen. Und Wasser gibt es hier einfach nirgendwo zu kaufen. Und ja, 8-mal Suppennudeln. Was sollen wir machen? Wir müssen irgendwie bis zur ersten Stadt in Kirgisistan überleben. Jo, Karakol liegt hinter uns. Das war für lange Zeit echt ein großes Ziel für uns. Und wo geht's jetzt hin? Nach China! Ja, das ist unser nächstes großes Ziel. Aber wir brauchen mal wieder eine Pause. Unbedingt. Also wir werden in Kirgisistan jetzt ein paar Tage die Füße hochlegen. Ja, und dann geht's schon nach China. Mit dem Fahrrad nach China. Ja, ist schon krass. Geil. Der Karakorum Highway von China nach Pakistan ist sogar noch höher als der Pamir Highway. Aber wie gesagt, geht es für uns erstmal nach Kirgisistan. Die 4300 Meter hohe Grenze werden wir morgen erreichen. Ungefähr noch 40 Kilometer bis zur kirgisischen, tadschikischen Grenze. Ja, jetzt verlassen wir gleich den Karakolsee. Tschüssi! Ich werde deinen Geschmack nie vergessen. War das widerlich? Oh mein Gott! Wo kommt dieser Sturm her? Und das bei 15, 20 Grad Steigung. Oh. Wir kommen heute nicht mehr dahin, wo wir wollen. Planänderung. Morgen früh aufstehen. Boah, der Wind ist einfach zu stark. Wir haben jetzt diesen Stein da unten gesehen. Ich glaube, wir nutzen die Option und zelten da, weil Hat keinen Sinn mehr. es hat keinen Sinn, die Kräfte zu verschwenden und auch im Zelt, wenn es so windig ist, Ja. ohne Windschutz. Ja, der Stein da lächelt uns an. Den nehmen wir. Wir sind auf jeden Fall nicht die Ersten, die hier gecampt haben. Nee, der Wind scheint hier öfter stark zu sein. Ja, ist doch super hier. Ist noch nicht so weit, wie wir kommen wollten, aber egal. Wenn man den See da unten anschaut, denkt man gar nicht, dass wir so hoch sind. Aber wir sind einfach mal auf 4200, Franzi. Jetzt geht es auf jeden Fall noch ein Süppchen. Danach stellen wir das Zelt auf. Und ich habe einen Stuhl gefunden, der funktioniert. Der lag hier. Ein Campingstuhl. Zeig mal. Boah. So was Bequemes hat man Monate nicht mehr. Bisschen Knobi. Guten Appetit. Wir haben keine Lust, unsere Teller abzuwaschen. Ja, wir sind ja morgen vermutlich in dem Gasthaus. Da können wir es Ja. abspülen. Hier haben wir keinen Fluss. Na wir müssen Wasser sparen.
Also wird jetzt gegessen wie 2 Harzköpfe. Der letzte Tag bricht an und wir fliegen regelrecht auf der asphaltierten Straße. Vor allem freuen wir uns auf eine Dusche und mal etwas anderes zu essen. Jedenfalls wird es etwas dauern, bis wir dieses Abenteuer realisiert und verarbeitet haben. Ein weiterer so schöner Tag. Wow. Boah. Nur der Zaun nervt ein bisschen das Landschaftsbild. Wir vermuten, das ist jetzt frisch aufgestellt letztes Jahr wegen den Grenzkonflikt zwischen Tadschikistan und Kirgisistan, der da ausgebrochen ist. Ja, wir haben dazu keine Meinung, wir nehmen es nur wahr. Aber ja, sehr schade, weil jeder Krieg und jeder Konflikt ist sinnlos. Aber ich frage mich echt, wo da hinten eine Grenzstation sein soll. Wir sind ja mitten in den Bergen. Ah, da oben ist es. Kommt aus dem Nichts. Salam alaikum. Spasiba большое. Spasiba. Salam alaikum. Passport Control? Da. Das war ja ein seltsamer Grenzübergang. Alles komplett heruntergekommen. Ich weiß nicht, es ist irgendwie seltsame Stimmung da gerade. Ja, jetzt haben wir 20 Kilometer Niemandsland. Jetzt geht es da irgendwo 20 Kilometer weiter in die Richtung, bis wir erst an der kirgisischen Grenze ankommen. Ja, am Grenzposten. Die Grenze zu Kirgisistan war zu diesem Zeitpunkt erneut für Alleinreisende gesperrt. Wir hatten allerdings schon vor Wochen eine E-Mail an die Regierung geschrieben, wodurch unser Name auf irgendeiner Liste stand. Nach 4 Stunden Verhandeln mit den Grenzbeamten konnten wir endlich passieren. Jetzt steht unseren Abenteuern in China und Pakistan nichts mehr im Weg. Spasiba. Ach ja, echt cool. Was waren das denn für unglaublich letzte Wochen? Ja, Tadschikistan hat jetzt echt umgehauen, so schön. Das Barzang Valley, Wahnsinn. Und jetzt verlassen wir den Pamir Highway. Aber wer glaubt, na, jetzt wird es nicht mehr so spannend, der ist schief gewickelt. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. So cool, dass ihr dabei seid. Ja, wir freuen uns über jeden Kommentar, jeden Daumen hoch, jegliche Unterstützung. Ich glaube, wir sind mittlerweile eine richtig coole Community geworden. Und ja bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.